Als ich jünger war, so 15, 16, 17, vielleicht sogar noch 18, war mir die Bestätigung von anderen irgendwie extrem wichtig. Ich war so unsicher in mir selbst, dass wenn mich eine Person verlässt, die ich liebe, dass dann mein ganzes Leben zerstört ist. Ich habe immer so sehr an Menschen festgehalten, dass ich richtig Angst habe, dass sie mich verlassen. Ich war dann richtig kontrollierend, ich war unsicher, ich war eifersüchtig und das tut der anderen Person nicht gut und mir tut das natürlich auch nicht gut. Aber jetzt habe ich das vollkommen im Griff. Ich liebe mich selbst und eine Person in meinem Leben ist ein Zusatz, anstatt mein ganzes Leben zu sein. Ich bin das Zentrum meines Lebens und alle anderen Menschen sind tolle Zusätze in meinem Leben. Und ich zeige dir heute, wie ich das geschafft habe. Ich bin da schon angekommen zu meinem neuen YouTube-Video. Let's go, wir fangen direkt mit dem Video an. Ich weiß, du möchtest das nicht hören, aber es ist nicht normal zu glauben, wenn dich eine Person verlässt, dass der Weltuntergang ist, dass du denkst, du kannst nicht mehr und das ist die Person deines Lebens und du findest keine andere Person und du bist doch dann auf einmal einsam. Nein, das ist nicht normal. Und ich sehe diesen Denkfehler bei so vielen, dass sie denken, oh, ich liebe die Person so, deswegen werde ich so traurig und am Boden zerstört sein, wenn mich diese Person verlässt. Aber ich glaube nicht, dass das gesund ist, ehrlich gesagt. Weil damals bei mir war das auch so. Mein Glas war nicht voll und deswegen musste das jemand anderes füllen. Aber bei einer Person, deren Glas schon voll ist, sie braucht keine anderen Menschen, um sich erfüllt zu fühlen, um sich vollständig zu fühlen. Ich habe mich damals unvollständig gefühlt, deswegen brauchte ich andere Menschen. Wenn du dich selbst nicht genug liebst, wenn du dich nicht vollständig in dir selbst fühlst, dir nicht vollständig vertraust und nicht vollständig selbstbewusst wirst, dann suchst du nach Bestätigung von anderen Menschen. Und wenn diese Bestätigung dann weg ist, dann ist eine Lücke in dir selbst drin. Deswegen würde ich sagen, wenn du sehr unsicher bist, dann date keine anderen Menschen. Denn erstens, das ist meistens eine toxische Beziehung. Du kontrollierst die andere Person, du bist extrem eifersüchtig, du tust der anderen Person weh und die andere Person tut dir auch weh, weil sie einfach deinen Erwartungen nicht nachkommen kann, weil du so unsicher bist und diese Person die ganze Zeit diese Unsicherheiten füllen musst. Und das sollte man von keiner einzigen Person erwarten, außer von sich selbst. Deswegen, bevor du eine Person datest, denk dir, bin ich selbstsicher oder möchte ich andere Menschen um mich haben, um mich erfüllt zu fühlen? Und das muss sich nicht mal zwingend auf Daten beziehen. Es kann sich auch auf Freundschaften beziehen. Möchtest du wirklich mit dieser Person befreundet sein oder denkst du einfach, du willst nicht alleine sein? Also anstatt nach Bestätigung von anderen Menschen zu suchen, gib die Bestätigung dir selbst. Sag dir selbst, du bist toll, du bist so gut, wie du bist und mach auch die notwendigen Schritte dafür, um dich selbstbewusst zu fühlen, um dich voll zu fühlen. Denn Selbstbewusstsein kommt nicht von irgendwoher. Das kommt auch nicht davon, wenn du vor dem Spiegel stehst und dir jeden Morgen 10 Minuten lang sagst, wie toll du bist. Das ist natürlich auch toll, aber das Wichtigste ist wirklich, Schritte zu unternehmen, die dich wirklich selbstbewusst machen. Und wie kriegst du dieses Selbstvertrauen? Indem du Dinge machst, die außerhalb deiner Komfortzone liegen. Indem du deinen Träumen nachjagst, indem du Hobbys hast, indem du Dinge machst, die dir Spaß machen und dein Leben so gestaltest, wie du es möchtest und nicht wie andere es erwarten. Erst dann wirst du selbstbewusst. Du wirst nicht selbstbewusst, wenn du dir 10-mal sagst, dass du toll aussiehst und dass du toll bist. Nein, es sind diese Schritte, die du machst. Aber ich habe schon Videos dazu, deswegen möchte ich jetzt auch nicht ins Detail gehen. Die kannst du dir gerne anschauen. Aber es ist so wichtig, dein Leben erstmal vollständig zu machen, bevor du andere Menschen in dein Leben lässt. Du als Frau, du bist Liebe. Du bist Liebe, wenn du nach draußen gehst und einem Baby zuwinkst. Du bist Liebe, wenn du das Gute in den Menschen siehst. Du bist Liebe, wenn du empathisch bist. Du bist Liebe, wenn du aus dem Haus gehst und einfach dankbar bist, am Leben zu sein. Und wenn du die ganze Welt durch eine rosarote Brille siehst. Du bist Liebe. Und wenn du selbst Liebe bist und Liebe ausstrahlst,
dann sollte dich der Verlust der Liebe von anderen nicht mehr stören. So, dann empfehle ich dir auch wirklich, dich mit Bindungstypen auseinanderzusetzen. Wenn du die ganze Zeit Angst hast, eine Person zu verlieren, wenn du ständig unsicher bist, wenn du richtig eifersüchtig bist und kontrollierend bist, ist die Chance sehr hoch, dass du einen ängstlichen Bindungstyp hast. Es gibt den ängstlichen Bindungstyp, es gibt den sicheren Bindungstyp und es gibt den vermeidenden Bindungstyp. Und es gibt auch eine Mischung zwischen vermeidend und ängstlich. Ich war damals ein ängstlicher Bindungstyp. Das heißt, ich dachte immer, oh nein, was ist, wenn mich die Person verlässt? Was ist, wenn dies passiert? Was ist, wenn das passiert? Was mache ich ohne die Bestätigung von anderen? Was mache ich ohne diese Person? Und ein vermeidender Bindungstyp ist einfach eine Person, die Angst vor Intimität hat und sich deswegen distanziert. Und ein sicherer Bindungstyp ist eine Person, die Liebe zulässt, die sehr gerne Zuneigung gibt und Menschen auch lieben kann, richtig, und gerne Nähe um sich hat. Aber diese Person ist nicht abhängig von anderen Menschen. Sie hat keine Angst, dass ein Mensch sie verlässt oder so, weil sie so selbstsicher in sich selbst ist. Und was du als ängstlichen Bindungstyp auf gar keinen Fall tun solltest, ist es, einen vermeidenden Bindungstyp zu daten. Denn diese Dynamik ist immer diese toxische Beziehungsdynamik, wo der ängstliche Bindungstyp immer Angst hat, die andere Person zu verlieren. Und weil dieser ängstliche Bindungstyp dann immer mehr Nähe sucht, distanziert sich der vermeidende Bindungstyp immer mehr und verletzt diese andere Person. Und das spielt etwas mit deinem Gehirn. Dein Gehirn denkt nämlich, oh nein, die Person verlässt dich, du musst dir noch mehr Mühe geben und du wirst immer wieder verletzt. Arbeite an dir selbst, recherchiere über die Bindungstypen. Es gibt zum Beispiel ein gutes Buch dazu, das heißt Attached, und da ist auch alles aufgelistet. Recherchiere, was kann ich machen? Denk darüber nach, wieso du so ängstlich bist, dass sich die ganze Zeit ein Mensch verlässt, und realisier das einfach. Der erste Schritt zu einer Veränderung ist, etwas zu realisieren. Bist du ängstlich? Bist du ein ängstlicher Bindungstyp? Erst dann kannst du auch wirklich die Schritte unternehmen, um das zu ändern und zu einem sicheren Bindungstyp zu werden. Ich habe es geschafft, deswegen wirst du das bestimmt auch schaffen. Das, was mir persönlich richtig geholfen hat, von einem ängstlichen Bindungstyp zu einem sicheren Bindungstyp zu werden, ist die Arbeit an mir selbst. Erst als ich angefangen habe, an mir selbst konstant zu arbeiten und das in mein Lifestyle zu integrieren, bin ich selbstsicher geworden. Bin ich unabhängiger geworden. Bin ich nicht mehr so besessen von anderen Menschen geworden. Denn ich wurde auf einmal besessen mit mir selbst. Ich habe Bücher zur emotionalen Intelligenz gelesen. Ich habe Bücher zur Selbstverwirklichung gelesen. Und das Wichtigste ist, ich habe angefangen, meinen Träumen nachzugehen. Ich habe angefangen, etwas zu machen, ohne zu denken, oh nein, was denken die anderen? Okay, klar, ich habe gedacht, was denken die anderen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und davon kommt das Selbstbewusstsein. Wenn du Dinge einfach trotzdem machst, Social Media zu machen, meine YouTube-Videos zu machen, an meinen Träumen zu arbeiten, obwohl ich jetzt nicht krass Geld davon mache oder so, macht mich glücklich, es erfüllt mich. Deswegen versuch auch etwas zu finden, was dich erfüllt. Versuch einer Tätigkeit nachzugehen, die dich erfüllt und wo du wirklich denkst, ja, das möchte ich mein ganzes Leben lang vielleicht machen. Oder probier neue Dinge aus, die dein Leben erfüllen, und begrenz dich nicht nach dem, was andere Menschen von dir erwarten, was andere Menschen wollen und wie du anderen Menschen gerecht werden kannst. Werd dir selbst gerecht. Mach das, was du gerne machen möchtest. Steh hinter dir, respektier dich selbst und mach wirklich die Dinge, die du immer schon machen wolltest. Vertrau mir. Denn wenn du auch an dir selbst arbeitest und du ins Gym gehst, du Sport machst, du liest, du bildest dich weiter, du verfolgst deine Träume, steigen automatisch auch deine Standards. Dann wirst du nicht mehr diesen Typen hinterherlaufen, der dir nie Blumen schenkt, der dich die ganze Zeit respektlos behandelt, der im letzten Moment absagt, der dir erst um 1 Uhr nachts schreibt und sagt, komm mal vorbei. Nein, diese Typen sind dann nicht mehr interessant für dich, weil du denkst, du verdienst was Besseres, weil du ja die ganze Energie in dich selbst reinsteckst. Deswegen erwartest du dann diese Energie auch zurück von anderen. Wenn du einen Freund hast, du kannst gerne mit ihm Zeit verbringen, auch viel Zeit verbringen, aber vernachlässige nicht dein Supportsystem. Vernachlässige nicht deine weiblichen Freundinnen. Die waren schon immer da, bevor du diesen Typ kennengelernt hast. Also mach auch immer noch Sachen mit denen. Du brauchst auch ein bisschen diese feminine Energie, dieses Austauschen mit deinen weiblichen Freundinnen, wo du eine emotionale Verbundenheit herstellst, wo du über deine Probleme reden kannst, wo du dich sicher fühlst.
vernachlässige bitte nicht deine guten Freundinnen für einen Mann. Und versteh mich nicht falsch, ich meine nicht, du sollst nicht mehr mit deinem Freund chillen oder so. Ich meine damit, du kannst beides machen. Du solltest nicht die ganze Zeit nur mit ihm chillen. Hab auch dein Leben, hab auch deine Freunde, hab auch deine Hobbys, hab auch deine Arbeit. Du hast dein Leben und alle anderen Menschen, das sind einfach nur ein Zusatz. Merkt ihr das? Je mehr du an etwas festhältst, desto schneller wird es von dir weglaufen. Vertrau mir, das war meine Erfahrung. Denn was du an das Universum schickst oder Gott schickst mit diesem Mindset, wo du immer die ganze Zeit versuchst, eine Person festzuhalten, die ganze Zeit versuchst, eine Person für dich zu gewinnen, obwohl die Person gar nicht bei dir sein möchte, du sendest Signale ans Universum, dass du einen Mangel hast. Du hast dieses Mangeldenken und je mehr du dann an Dingen festhältst, desto weiter von dir entfernen sie sich. Und das ist nicht nur bei Menschen der Fall, das ist bei deinen Träumen der Fall, das ist bei allem der Fall. Je mehr du an etwas festhältst und denkst, ja, ich brauche das jetzt und ich kann nicht ohne das, guess what? Diese Sache entfernt sich von dir ganz schnell. Deswegen brauchen wir das Abundance Mindset. Das Mindset, dass es von allem, was wir brauchen, in Fülle gibt. Dass es alles in dieser Welt gibt, was wir brauchen. Das heißt, wenn du jetzt einen Freund hast oder einen Typ kennenlernst oder so oder Freunde hast und diese Person möchte nicht mehr mit dir befreundet sein. Diese Person möchte nicht mehr mit dir zusammen sein. Denk nicht direkt, nein, ich finde keinen besseren mehr. Was mache ich ohne diese Person? Nein. Es gibt genug gute Menschen da draußen. Es gibt genug gute Männer da draußen. Nicht alle Männer sind scheiße, nicht alle Männer sind schlecht, nicht alle Frauen sind schlecht. Das möchte dir Social Media heutzutage vermitteln, dass alle schlecht sind und so weiter. Aber je mehr du in diesem Mindset bist, ja, alle sind schlecht und nur diese eine Person ist toll, dann bekommst du das auch. Dann ist nur diese eine Person toll für dich und das Universum schickt dir die ganze Zeit so schlechte Leute, weil du diese Signale ans Universum sendest, verstehst du? Deswegen, irgendwo da draußen ist die perfekte Person für dich. Und wenn sich Wege trennen auf einmal mit irgendwelchen Menschen, wenn du von deinem Job gefeuert wirst sogar, dann sollte es so sein. Wenn alles zerbricht, dann wird Platz gemacht für neue, bessere Dinge und Menschen in deinem Leben. Und denk immer, das Universum oder Gott arbeitet immer für dich. Selbst wenn du jetzt in dem Moment denkst, ja, das ist schlecht, was mir gerade passiert. Wie kann sowas gut für mich sein? Aber manchmal denkst du, jetzt das ist schlecht, aber in ein paar Jahren oder sogar in ein paar Monaten denkst du, das ist die beste Sache, die dir je passieren konnte, weil du jetzt Platz für neue Menschen und neue Dinge in deinem Leben bekommen hast. Deswegen jedes Mal, wenn etwas zerfällt, wenn Freundschaften zerfallen, wenn Beziehungen zerfallen, dann heißt es einfach, du bist für was anderes und was Besseres bestimmt. Es kommt etwas Besseres in deinem Leben, nicht etwas Schlechteres. Diese Person war nicht deine einzige Option. Du wirst jemand Besseren finden. Es gibt Leute da draußen, die besser zu dir passen. Also merk dir, alles passiert für dich, alles passiert aus einem Grund. Du wirst beschützt und du wirst zu der besten Version deiner selbst gebracht. Jetzt gebe ich dir noch ein paar Hausaufgaben auf den Weg, die du diese Woche machen kannst, um unabhängiger zu werden und dich selbst mehr zu lieben. Und zwar, das erste, was du machst, ist es, deinen Bindungstyp herauszufinden. Recherchiere ein bisschen über Bindungstypen, lies gerne das Buch Attached, das ich dir empfohlen habe. Aber du musst dir nicht unbedingt das Buch kaufen. Es gibt genug Informationen im Internet darüber, über Bindungstypen. Und recherchiere auch, was du damit anfangen kannst und denk ein bisschen nach und journal darüber, wieso du so einen Bindungstyp hast und was so in deinem Kopf abgeht. Die zweite Hausaufgabe, die ich dir auf den Weg gebe, ist es, diese Woche lang jeden Tag mindestens 30 Minuten lang etwas zu machen für dich, was dich erfüllt. Zum Beispiel, du gehst alleine in ein Café. Zum Beispiel, du gehst deinem Hobby nach oder du fängst ein neues Hobby an. Du machst alleine irgendwelche Aktivitäten, die du normalerweise mit deinem Freund oder mit Freundinnen machst. Du machst dich einfach fertig und gehst raus, obwohl du niemanden triffst. Du fängst an, deine Träume zu verwirklichen und arbeitest mal 30 Minuten am Tag daran. Und diese kleinen Schritte,
die bringt dir so viel Selbstvertrauen. Deswegen mach es bitte. Und ja, falls du es noch nicht gemacht hast, kannst du gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren, mir ein Like oder einen Kommentar da lassen, damit das Video mehr Menschen empfohlen wird. Du kannst auch gerne mein kostenloses Newsletter abonnieren. Ich sollte da mal wieder was reinschreiben. Ich mache es viel zu selten. Aber da kommen einfach zusätzliche Tipps zu meinen Videos. Das ist komplett kostenlos. Und ja, das war's für dieses Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.